Die Studie fand in einer stationären Suchthilfeinstitution in der Deutschschweiz statt. Es ist ein Haus, das Menschen Unterkunft und Struktur anbietet, um sie wieder in einen geordneten Lebensablauf hineinzubegleiten, mit dem Ziel der gesellschaftlichen Reintegration. Abstinenz ist dabei nicht ein erklärtes Ziel. Das Haus ist ein Teil eines Lösungsansatzes zur Thematik Suchtmittelmissbrauch und wird von der öffentlichen Hand finanziert. In Berlin gibt es ein öffentliches, der Charité angegliedertes Unfallkrankenhaus, in dem seit 6 Jahren Reiki als Therapie angeboten wird. 3 unserer Reiki-Therapeuten machten dort ein Hospitat. Die Videodokumentation dazu, die wurde anfangs 2015 verteilt und kam zur Aufmerksamkeit an dieses Schweizer Suchthilfeinstitution. Die sagten dann, oh, das wäre toll für uns, möchten wir gerne machen, aber, und Geld war ein offensichtliches Problem. Wir in IBH, wir fanden dann eine Win-Win-Lösung. Zum einen schlugen wir eine Wirksamkeitsstudie vor und das erlaubte dem Haus Erfahrungen zu sammeln im Umgang mit Reiki, und wir auf der anderen Seite konnten eine Referenz in der Schweiz herstellen, und so war allen gedient, nicht zuletzt den Menschen, die in diesem Hause natürlich wohnen. Die Klienten des Hauses sind mehrheitlich suchtmittelabhängige Menschen, zum Beispiel auch Heroin, die aufgrund ihres Lebensschicksals den Zugang zu ganz rudimentären Versorgung und Unterkunft und Tätigkeit verloren hatten. Es bestehen grundsätzlich 2 Herausforderungen. Zum einen für das Haus selber und dann natürlich für die Klienten. Beim Haus, die müssen schauen, dass die Tagesstruktur eingehalten werden, dass Treppen gewischt werden, dass gekocht wird, die Arztbesuche, die Termine eingehalten werden und vieles mehr. Natürlich dann auch die Streitigkeiten, die unter den teilweise auch psychisch herausgeforderten Menschen, dass diese Streitigkeiten verhindert werden und dass ein Arbeitsablauf in der Werkstatt, die sie auch im Hause haben, gefördert werden. Dann zum anderen ist das Leid der Menschen selber im Umgang mit der Droge, mit Infektionskrankheiten, mit Schmerzen, Entzug oder Umstellung auf einen Drogenersatz. Das sind große Herausforderungen. Dazu kommt der sehr schwierige Stand dieser Menschen in ihren Familien und in unserer Gesellschaft. Das ist erschwerend. Claudia Möri war eine der 3 Therapeuten, die sich für diese Studie zur Verfügung gestellt hatten. IBH verfügt über hochmotivierte und gut ausgebildete Reiki-Therapeuten, und zusammen mit mir war auch die 3. im Bunde, die Katharina Bossart. Wir arbeiteten alle 3 unentgeltlich und alle Kosten für die Studie wurden auch von IBH übernommen. Das Haus selber hat uns dann einen hochwillkommenen Beitrag, einen Unkostenbeitrag ebenfalls gemacht. Die Therapeuten behandelten vor Ort und hands-on, und zwar über 2 Monate hinweg, 2-mal in der Woche. Jeweils 3 Klienten wurden 45 Minuten lang behandelt. Der wissenschaftliche Beirat, den wir herbeizogen, das ist Dr. David Polius aus Wien, er half uns mit der Erhebung und dann auch mit der Auswertung der Daten. Hierzu fanden wir eine Lösung, um die Unterschiedlichkeiten der Probleme, der Symptome der einzelnen Menschen zu berücksichtigen. Der Wissenschaftler war begeistert. Ja, er denkt, dass die Vorgehensweise in dieser kleinen Studie, dass sie bahnbrechend sein könnte für empirische zukünftige Reiki-Erhebungen. Die Auswertung selber war sehr positiv. Und ich zitiere ein wenig, die Verringerung der Beschwerden bewegte sich zwischen 35% und 37% und ist signifikant.
Die Verbesserung über den Studienzeitraum von 50 Tagen liegt bei 80%, wenn auch nicht bei allen Symptomen. Eine schriftliche Auswertung natürlich mit Grafik liegt vor und kann bei uns angefordert werden. Zur statistischen wollten wir auch Bewertung aus Sicht aller Beteiligten, also aus Sicht der Hausleitung, der Therapeuten, aber natürlich auch von den Klienten. Dabei ist ein wenig zu berücksichtigen, dass manchmal eine Anfangseuphorie besteht oder auch persönlicher Skeptizismus das Bild verzerren kann. Das muss man ein wenig relativieren. Um abschließende Aussagen machen zu können, müsste man eigentlich in einem Jahr aus der zeitlichen Distanz hinaus die Beteiligten nochmals rückblickend dazu fragen. Genau genommen ist natürlich die Rückmeldung der Klienten, die mit Reiki behandelt wurden, das Allerwesentlichste. Mir war es sehr wichtig, dass nach der Studie die Klienten einen guten Abschluss für sich im Umgang mit Reiki haben finden können. Ich denke, es sagt alles, dass alle Probanden, alle 3 Probanden nach Ablauf der Studie eine Reiki-Schulung bei mir besuchten, mit dem Ziel, sich selber und selbstständig Reiki geben zu können. Dies für ihr zukünftiges Leben. Diese Bejahung der Eigenverantwortung und der Selbstständigkeit ist nicht nur Ziel der Reiki-Behandlung, sondern übergeordnet auch das Ziel des Hauses selbst. Also das war sehr befriedigend. Leider versäumten wir es im Vorfeld, genaue Parameter festzulegen, auf die das Management des Hauses und die Betreuer der Klienten hätten achten sollen und anhand derer man dann den Erfolg oder den Misserfolg hätte eruieren können. In der Abschlussbewertung des Hauses stand unter anderem zur Qualität der Therapeuten: Sie waren sehr professionell, sie hatten die Balance zwischen Nähe und Distanz. Bei einem der Probanden stellte man fest, dass die Häufigkeit der Migränenattacken sich halbiert hatte. Bei einem anderen wurde anerkennend festgestellt, dass er den Umstieg auf ein Substitutionsmittel geschafft hatte. Das Personal sah einige Verbesserungen bei Symptomen, die eigentlich gar nicht Gegenstand der Studie gewesen sind. Vielleicht war es ganz gut, dass man die Parameter nicht allzu klar im Vorfeld limitiert hatte. Besonders bemerkte das Haus, dass einige Streithähne sich plötzlich vertrugen und auch sonst das soziale Verhalten sich positiv änderte. Was natürlich dem Ziel der Institution, nämlich der Reintegration in die Gesellschaft, entsprechend näher kommt. Grundsätzlich zeigte die Leitung Erstaunen darüber, dass die Klienten diszipliniert an die Behandlungen gingen und sich jeweils 45 Minuten darauf einließen. Die Therapeuten haben großen Einsatz gezeigt, vor allem die beiden Frauen, die das Gros der Behandlungen gemacht haben. Wir sind uns alle einig, dass, mal ganz abgesehen davon, dass die Studie sehr erfolgreich die Wirksamkeit von Reiki auch in diesem spezifischen Umfeld gezeigt hat und das nachvollzogen werden konnte, für uns selbst es eine sehr bereichernde Erfahrung gewesen ist. Reiki hat in solchen Institutionen, aber auch in Krankenhäusern, in Wirtschaftsunternehmen gleichermaßen einen ganz wichtigen Platz. Für die Zukunft gilt es, kreative Lösungen zu finden, denn Finanzierung ist ein ganz großer Stolperstein. Paradoxerweise könnte das Gesundheitswesen viel Geld sparen oder viel mehr Geld sparen, als Reiki-Behandlungen kosten würden. Aber dazu braucht es zuerst mal die Anerkennung von Reiki in der Gesellschaft, in der Wirtschaft und in der Politik. Wir in IBH, wir setzen uns ein dafür. Wir brauchen dafür aber auch Unterstützung. Nicht zuletzt von Reiki-Therapeuten, die sich für diese Art von Arbeit auch im klinischen Umfeld eingeben möchten, aber auch die Unterstützung von Institutionen,
von Stiftungen, die gewillt sind, sich auf Reiki einzulassen. In diesem Sinne hoffe ich, viel Resonanz von diesem Interview zu hören und freue mich auf Kontaktaufnahme. Dankeschön.